Sag mal, warum machst du es dir und mir so schwer? Weil du es dir so verdammt einfach machst. Du gehst mit Nina ins Bett, belügst uns und jetzt erwartest du, dass wir zu einem Jahr und Arm sagen. Bestimmt nicht. Ach, Toll. Und wie erkläre ich meinen Gefühlsausbruch? Sag ihm einfach, du warst noch weggetreten. Und wenn er gar nicht mehr mit mir redet? Kontoauszüge? Das Liechtensteiner Privatkonto Ihrer Ex-Frau. Kannst du was damit anfangen? Wollen wir mal sehen. So was darfst du nie denken. ja, aber Steffi. Millie, was machst du denn hier? Ich habe dich gesucht. Schatz, ich wollte... Steffi hatte also recht. Ich habe geglaubt, sie lügt mich an. Hör zu, bitte. Ich wollte schon längst mit dir darüber reden. Davon habe ich aber nichts gemerkt. Erika hat dich die ganze Zeit gesucht. Ich konnte dir deshalb auch nichts sagen vorhin. Ich lasse euch jetzt besser allein. Was machst du da? Mit Nina? Ich verstehe dich nicht. Millie. Wie kannst du Arno sowas antun? Ich denke, ihr wolltet heiraten. Ich habe mir das nicht leicht gemacht. Du machst alles kaputt, ist dir das denn nicht klar? Ich habe geglaubt, wir wären eine Familie. Jetzt bricht alles auseinander wegen dir. Bitte, Millie, bitte, gib mir wenigstens die Chance, es dir zu erklären. Was ist? Habe ich was falsch gemacht? Nein, es ist nur so unerwartet. Ich mag dich einfach. Ich krieg dich nicht aus meinem Kopf, verstehst du? Und was ist mit Natascha? Wie kommst du denn jetzt auf die? Ich habe gesehen, wie du sie geküsst hast auf der Strandparty. Ach das. Sie hat mich geküsst. Ehrlich, da ist nichts gewesen. Sie läuft mir schon seit Wochen hinterher, aber ich will nichts von ihr. Glaubst du mir nicht? Doch, ich glaub dir alles. Ich kann das einfach nicht verstehen. Du warst doch mit Arno so glücklich. Wie soll ich dir das erklären? Natürlich war ich glücklich. Arno war mein Traummann. Ich habe gern mit ihm zusammengelebt und ich vermisse ihn auch. Aber Ja? mit Nina wurde alles anders. Irgendwie aufregender, intensiver. Ich habe mich viel mehr selber gespürt. Ich konnte endlich wieder richtig lachen und lustig sein. Wieso hast du dich in sie verliebt? Ich weiß es nicht. Ich wollte es ja erst selber nicht glauben, aber dann war da plötzlich mehr. Hättet ihr nicht ganz normale Freundinnen bleiben können? Gefühle lassen sich nun mal nicht steuern. Und trotzdem warst du die ganze Zeit mit Arno zusammen. Ich war irgendwie durcheinander. Ich hatte Angst vor dem, was kommt. Magst du ihn denn gar nicht mehr? Ich liebe ihn noch immer. Aber mit Nina bin ich so vertraut. Das ist die große Leidenschaft für mich. Mit anderen Worten, du liebst Nina. Ja, Du willst bei ihr bleiben. ja. Warum wolltest du Arno dann überhaupt noch heiraten? Ich begreife das einfach nicht. Vielleicht wollte ich mir beweisen, dass ich bei ihm bleiben kann. Und wie soll das jetzt weitergehen? Mit Arno und mit uns? Das weiß ich eigentlich auch nicht. Arno kann mir nicht verzeihen. Aber Steffi und du, ihr seid meine Töchter. Vielleicht könnt ihr mich ja verstehen. Clarissa hat monatelang versucht, mich wahnsinnig zu machen. Ich habe nicht vergessen, was sie dir angetan hat. Sie und dieser Steinfeld haben mich beinahe in den Tod getrieben. Und dieses Schwein willst du schonen? Es ist die einzige Chance, Clarissa in die Knie zu zwingen. Denkt Christoph genauso. Ja, er denkt in diesem Punkt wie ich. Barbara, versteh doch. Unsere Beweise gegen Clarissa reichen niemals aus, um sie hinter Gitter zu bringen.
kein Grund, mit einem Verbrecher zusammenzuarbeiten. Aber wenn wir Steinfeld der Polizei ausliefern, wird Clarissa ihm alles in die Schuhe schieben. Das wird dir diesmal nicht gelingen. Ich garantiere es dir. Sie wird wie immer unbeschadet aus der Sache rauskommen. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Die beherrscht sie mit Sicherheit besser als ihr. Wir haben Steinfeld in der Hand. Das ist unser Trumpf. Ist das dein letztes Wort? Ich sage das nicht gerne, aber ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Caradon ist bald am Ende. Das ist wirklich erfreulich. Sie haben Barbara fast die Hälfte ihrer Kunden abgejagt. Zu schade, dass die Gute gar nichts mehr zu Ende bringt. Nicht mal ihr Selbstmord ist ihr gelungen. Was ist das denn? Stimmt das nicht? Wo sind denn die Kontoauszüge von der Liechtensteiner Bank? Hab sie doch selbst hier abgeheftet. Meinen Sie die Geheimkonten? Ja, genau die. Sie müssten doch in diesem Ordner sein. Sehr langwierig. Oh, hier. Hier. Da sind sie. Wie kommen die Kontoauszüge denn hierher? Ich nehme an, Sie haben eine zufriedenstellende Erklärung. Ich habe mir erlaubt, Christoph von Anstetten einige Papiere zuzusperren. Nichts von Bedeutung. Dabei müssen die Unterlagen wohl verrutscht sein. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie Ihr Vorgehen mit mir absprechen. Sie können sicher sein, dass ich nur Unwichtiges weitergereicht habe. Blendwerk, wenn Sie so wollen. Was wichtig oder belanglos ist, überlassen Sie künftig bitte mir. Sehr gut. Ich musste doch Christoph von Anstetten zeigen, dass ich ihm wirklich nützlich bin. Andernfalls wäre er misstrauisch geworden. Vielleicht haben Sie recht. Wir liefern ihm ab und an kleine Häppchen, die selbstverständlich in die Irre führen. Genau das war meine Überlegung. Auf diese Weise ist er abgelenkt, wenn ich zum nächsten Schlag aushole. Sie sind eben eine Meisterin der strategischen Kriegsführung. Hören Sie auf mit Ihren Schmeicheleien. Und beliefern Sie Christoph weiterhin mit, wie sagten Sie? Blendwerk. Es wird mir ein Vergnügen sein. Hallo. Das ist ja meine Begrüßung hier. Hi. Du, ist Millie da? Nee, aber die wollte eigentlich gleich wiederkommen. Wieso? Sag ich dir nicht. Wie ist die denn drauf? Mein Gott. Deine Mädchenprobleme offenbar. Gibt es eigentlich irgendwas, woran du nichts auszusetzen hast? Schon, aber die sag ich dir nicht. Ein Kaffee? Klar, gern. Bist du sicher, dass du noch mehr Koffein vertragen kannst? Klar, ich habe noch gar keinen getrunken. Warum bist du dann so hibbelig? Naja, eigentlich wollte ich das ja Millie erzählen. Moment mal, du hast doch nicht etwa... Mit Daniel, läuft endlich was? Ja, wir haben uns geküsst. Aber erzähl's keinem weiter. Hey, schweige wie ein Grab. Der ist so süß. Er hat gesagt, dass er mich mag. Ist das nicht irre? Ja, herzlichen Glückwunsch. Du, das muss gefeiert werden. Ihr könnt heute Abend auf Friedenau kommen, wir wollen Kathis Abi begießen. Tut mir leid, aber ich habe heute Abend schon was vor. Ach ja, verstehe. Daniel und du, ganz allein. Mhm. Wir sind gleich verabredet. Ja, ihr könnt ja irgendwann anders mal vorbeischauen. Okay, machen wir. Entschuldige, aber ich muss jetzt los, ja? Tschüss. Ja, viel Spaß. Oh, typisch Mädels. Irgendwas nicht in Ordnung? Doch, doch, dem Kaffee geht's ganz gut. Ich weiß nicht, Mama. Vielleicht ist Hennings Strategie doch richtig, um Clarissa endgültig auszuschalten. Ich habe so gehofft, dass Frieden herrscht, wenn ich nach Hause komme. Aber was passiert? Die beiden paktieren mit einem Verbrecher. Sie benutzen ihn. Der Streit auf diesem Schloss geht immer weiter. Und er wird so nie ein Ende finden. Mama, bitte, jetzt reg dich doch nicht so auf. Die beiden vergessen in ihrem Hass, was sie sich selber schuldig sind. Was sind sie sich denn schuldig? Es gibt Grenzen der Moral, die man nicht überschreitet. Auf keinen Fall und unter keinen Umständen. Aber sie tun es doch für dich. Das ist doch kein Grund, sich mit diesem Steinfeld gemein zu machen. Mama, du bist zu hart. Was Henning auch immer sagt. Ich werde nicht dulden, dass er zu Clarissas Mitteln greift. Bin ich ein Verkaufstalent oder bin ich ein Mega-Verkaufstalent? Gibt's noch eine dritte Möglichkeit? Mensch, Uli, du musst deine Angestellten mal ein bisschen motivieren. Durch Lob, das macht man heute so. Da habe ich ja noch nie was von gehört. So langsam wirst du ein richtiger typischer Arbeitgeber. Immer die Angestellten klein halten, was? Ja, klar. Hier, stimmt so. Das ist aber großzügig. Du solltest dich auch mal eine Runde loben. Millie,
Was ist denn los? Es ist alles so. Tja, ich gehe dann mal lieber. Ja. Was ist denn passiert? Ich war eben bei Mama in der Pension. Sie ist bei Nina. Ja, und? Die beiden sind jetzt zusammen. Sie sind ein Paar. Was willst du denn damit sagen? Sie sind zusammen. Sie haben sich geküsst. Erika und Nina? Das gibt's doch nicht. Deine Mutter ist doch nicht lesbisch. Die hatte doch noch nie was mit einer Frau, oder? Ich bin auch geschockt. Aber das Schlimme ist noch, Mama hat Arno verlassen. Das mit Nina ist sicher nur ein Ausrutscher. Die kommt bestimmt wieder. Nein, das ist es ja. Sie will nicht. Mama ist dabei, unsere ganze Familie zu zerstören. Es war so schrecklich, als mein Vater damals abgehauen ist. Und Arno ist wie ein Vater für mich gewesen. Ja, aber Arno ist doch nicht weg aus deinem Leben. Warum kann Mama nicht bei uns bleiben? Warum kann nicht alles so bleiben, wie es war? Weißt du, Steffi und Milli wollen nicht wahrhaben, dass ich mich verändert habe. Ich soll so bleiben, wie ich bin, mit Arno. Ich glaube, Milli wird es mit der Zeit verstehen. Sie wird dir nicht im Weg stehen, da bin ich mir ganz sicher. Bist du sicher? Die beiden wissen doch auch, dass du sie liebst. Und das wird auf Dauer stärker sein als alles andere. Meinst du wirklich? Aber alles ist so schwierig. Nicht alles. Ich liebe dich. Ja. Aber es ist einfach ungerecht. Wie meinst du das? Von einem Tag auf den anderen bin ich nichts mehr wert. Als Mutter. Und nur weil ich zu meinen Gefühlen stehe. Danke sehr. Ich muss Sie allerdings bitten, in Zukunft etwas diskreter vorzugehen. Ich garantiere Ihnen, dass Gräfin von Anstetten uns nicht stören wird. Es gibt noch andere Neugierige. Sie hätten mir den Umschlag ja nicht unbedingt hier geben brauchen. Gehen wir in die Bibliothek? Jetzt ist es sowieso zu spät. Aber denken Sie das nächste Mal dran. Sie können sicher sein, dass ich schon in meinem eigenen Interesse vorsichtig bin. Das würde ich Ihnen auch raten. Oh, guten Abend, Frau Gräfin. Hören Sie auf, sich einzuschleimen. Was machen Sie hier? Ich war gerade auf dem Weg. Hören Sie auf. Ich weiß Bescheid. Wovon reden Sie? Auch wenn Sie sich beim Stiefsohn einschleimen. Ich werde Ihnen nie vergessen, was Sie mir angetan haben. Ich habe lediglich Aufträge ausgeführt. Glauben Sie mir, es tut mir ausgesprochen leid. Wenn Sie wenigstens zu Ihren Taten stehen würden. Aber nicht mal dazu haben Sie genug Charakter. Bitte, Frau Gräfin. Was immer mein Stiefsohn versprochen hat. Sie und Clarissa werden in ihrer Strafe nicht entgehen. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Na endlich, wo bleibst du denn? Berufsverkehr, war alles dicht. Ziemlich, ziemlich eilig. Hey, du kommst schon noch rechtzeitig zu deiner Süßen. Was soll das denn jetzt? Tu doch nicht so. Du willst doch bestimmt zu deiner neuen Flamme. Hm, hab ich recht? Ja und? Wie läuft's denn so? Alles schon gebombt? Wir haben uns gerade mal geküsst. Mehr war da nicht. Oh, das sind ja ganz neue Töne. Ich dachte, du schießt mehr so auf lockere Geschichten, ein bisschen rumprobieren und so. Sag mal, spinnst du oder was? Kann es sein, dass du verliebt bist? Quatsch. Aber Gabriella ist mir sehr wichtig. Und ich will nicht, dass das wegen irgendeinem dummen Spruch von dir gleich wieder in die Brüche geht. Hey, schon klar, war nicht so gemein. Die ist mir tausendmal lieber als die da. Daniel, hast du heute Abend Zeit? Tut mir leid, ich hab schon was vor. Schon vergeben, der hübsche junge Mann. Guck doch mal, ob die Abrechnung stimmt. Schade, ich hätte dich nämlich gerne zum Essen eingeladen. Wir sollten uns wieder vertragen, findest du nicht? Entschuldigen solltest du dich bei Gabriella. Ja, schon, aber mir liegt auch viel daran, dass du nichts Schlechtes von mir denkst. Natascha, du verschwendest deine Zeit. Wirklich. Ich dachte, Du läufst mir schon eine ganze Weile hinterher. Aber du bist einfach nicht mein Typ. Ich mag es auch nicht, dass du mich ständig zu etwas zwingen willst. Es tut mir leid. du hältst dich wohl für unwiderstehlich, was? Ich muss mich noch umziehen. Wenn Sie sowieso hereinplatzen, können Sie sich das Anklopfen auch sparen. Entschuldigen Sie, aber Ich verstehe Ihre Eile nicht. Ich habe gerade erst angefangen, in den Unterlagen zu blättern. es geht nicht um die Unterlagen. Es geht um Ihre Stiefmutter.
Was ist mit Barbara? Gerade bin ich auf der Treppe begegnet. Sie weiß, dass ich zwischen Ihnen und Clarissa von Anstetten vermittle. Wundert Sie das? Sie war, wie soll ich sagen, äußerst erregt. Sie hat gedroht, mich anzuzeigen. Sie wird es sich noch überlegen. Sie kennen die Abmachung zwischen Ihrem Vater und mir. Ich möchte Ihnen empfehlen, sich daran zu halten. Wollen Sie mir drohen? Wenn Sie Ihre Stiefmutter nicht dazu bringen, auf Drohungen zu verzichten, dann... Dann was? Dann sehe ich mich gezwungen, unsere Zusammenarbeit einzustellen. Haben Sie Krohs Abschiedsbrief schon vergessen? Steinfeld. Wann Ihre Dienste für uns beendet sind, entscheiden wir. Hören Sie, wenn Gräfin von Anstetten durch irgendeine unbedachte Äußerung erfährt, dass ich für Sie arbeite, ist es aus. Davon haben Sie dann auch nichts. Warum sollte meine Stiefmutter Clarissa einen Tipp geben? Sehen Sie, es gibt keinen Grund dafür. Ja, logisch betrachtet haben Sie recht. Aber Ihre Stiefmutter scheint mir im Moment ziemlich unberechenbar. Ich werde noch einmal mit ihr reden. Barbara wird sich an die Abmachung halten. Ich verlasse mich auf Sie. Mein Gott, bist du aufgedonnert. Irgendwas Besonderes vor? Lass mich in Ruhe. Für Daniel, was? Das geht dich überhaupt nichts an. Hat dich der Aufreißer also endlich rumgekriegt? Pass auf, was du sagst, ja? Naja, Liebe macht blind. Wirst schon noch früh genug merken, wie der Typ drauf ist. Wie meinst du das? Der will dich nur in die Kiste kriegen. Das ist so seine Masche, Ex und Hop. Und du bist nicht die Erste. Du lügst, wenn du den Mund aufmachst. Als ich nicht mit ihm schlafen wollte, hat er mich sofort fallen lassen. Wie eine heiße Kartoffel. Frag ihn. Hey, du musst noch zahlen. Dumme Kuh. Wow, siehst du gut aus. Hey Daniel. Ist was? Nee, nicht hier. Sollen wir woanders hingehen? Vielleicht an den Rhein? Nur du und ich, alleine? Ich weiß nicht. Magst du nicht? Doch, lass uns gehen. Na, was habt ihr vor? Wir wollen noch zum Rhein. Ah, zum Rhein. Verstehe. Es ist bestimmt richtig romantisch in so einer schönen Sommernacht. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Danke, tschüss. So, das war's für heute. Komm, wir können gehen. Millie, jetzt mach dir doch nicht so einen Kopf wegen deiner Mutter. Du änderst doch eh nichts dran. Weißt du was? Wir kochen uns was und machen uns einen schönen Abend. Und morgen sieht die Welt ganz anders aus. Na? Hast du mit Mama geredet? Ja, Dann weißt du ja endlich auch Bescheid. Mama war in der Pension. Bei Nina. Sie will bei ihr bleiben. Sie sagt, sie liebt sie. Unsere Mutter liebt eine Frau. Das ist unglaublich. Das ist doch nicht der Punkt. Nimmst du sie auch noch in Schutz? Aber Mama hat dich ja schon immer eingewickelt. Wahrscheinlich hat sie dich auf Knien angefleht, ihr zu verzeihen. Das ist nicht wahr. Sie hat mir nur erklärt, wie das alles gekommen ist mit Nina. Wenn sie uns nicht verlieren will, dann soll sie bei Arno bleiben. Die und Lesbe, das redet sie sich doch nur ein. Ich verstehe ja auch nicht, dass sie plötzlich was mit Nina hat. Aber deswegen kannst du doch nicht so tun, als wäre sie nicht mehr unsere Mutter. Ich hatte in letzter Zeit nur Ärger mit Mama. Und damit ist endgültig Schluss. Die kann mir mal gestohlen bleiben. Steffi, wir sind immer noch eine Familie. Mit Arno waren wir eine. Aber das ist ja jetzt wohl vorbei. Du bist so brutal. Ich bin brutal, ja? Ich. Hat Mama uns vielleicht gefragt, wie wir das alles finden? Stattdessen ist sie einfach abgehauen zu dieser... Von deinen Vorwürfen kommen Mama und Arno auch nicht mehr zusammen. Mag sein. Und deshalb sollten wir zu Arno halten. Wie meinst du das? Ja, willst du zu Nina Papa sagen? War schön, unser kleiner Spaziergang. Findest du nicht? Doch. Der Rhein bei Nacht, ja. Sieht immer wieder toll aus. Fast so toll wie du. Daniel, Ja? es war wirklich wunderschön mit dir, aber ich bin ziemlich müde. Bin ich zu aufdringlich? Nein, das ist es nicht. Ich meine nur. Ich wollte sowieso jetzt los. Aber eins verspreche ich dir. Ich träume von dir. Bestimmt. Bis dann. Daniel? Sehen wir uns morgen? Soll ich bis Sonnenaufgang hier auf dich warten? Es reicht, wenn du anrufst. Ciao, Guapa.
liebt mich. Er liebt mich. Ach, Christiane, sagen Sie bitte Graf von Anstetten, dass ich ihn dringend sprechen möchte. Gerne. Dankeschön. Ach, Barbara, du bist wieder hier? Schön, dich zu sehen. Guten Abend. Wie geht's dir denn? Hast du dich denn gut erholt in deiner Kur? Danke, ja. Entschuldige mich bitte. Ich sorge mich um dein Befinden und du läufst weg. Warum bist du nur immer so abweisend? Es gibt Gründe, die weißt du sehr viel besser als ich. Barbara, ich meine es ernst. Diese ewigen Streitigkeiten auf Friedenau, das macht doch keinen Sinn. Das hättest du dir früher überlegen sollen. Barbara, ich möchte mich mit dir versöhnen. Lass uns wieder Freundinnen sein. So geschwächt wie du bist, wäre es doch sicher das Beste. Millie, jetzt hör doch endlich auf, dich fertig zu machen. Das hat doch keinen Sinn. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann meine Mutter doch nicht aus meinem Leben streichen. Das sollst du doch gar nicht. Aber ich verstehe nicht, was sie tut. Dann warte einfach ab, bis du dir selber klarer bist. Hm? Na sowas, du? Hallo Uli, ist Millie da? Was willst du denn von ihr? Ich muss ganz dringend mal mit ihr reden. Okay, komm rein. Danke. Hallo Millie. Hallo. Ich wollte nur sagen, dass ich wollte eure Familie nicht auseinanderbringen. Das musst du mir wirklich glauben. Erika hat Angst, dich und Steffi zu verlieren. Sie braucht dich, Millie, gerade jetzt. Du musst sie gehen lassen. Wenn du sie wirklich liebst, dann lass sie los. Das kann ich nicht. Ich liebe deine Mutter. Und Erika ist von sich aus bei mir. Warum ausgerechnet Mama? Warum ausgerechnet Nick? Wenn man wirklich liebt, dann fragt man nicht, ob man das darf. Du erdreistest dich, mir deine Freundschaft anzubieten. Ich wüsste nicht, was daran dreist sein sollte. Als ich mich umbringen wollte, hast du bereits den Champagner kalt gestellt. Jetzt übertreibst du aber wirklich. In deiner Macht gehst dir jedes Mittel recht, um Friedenau an dich zu reißen. Du gehst sogar über Leichen. Barbara, nun beruhig dich doch. Das hast du doch gar nicht nötig. Ich kann mich nicht beruhigen. Mit dieser Schlange unter einem Dach. Immerhin siehst du noch keine Geister. Das kommt bei dir ja öfters vor. Die Geister, die du gerufen hast. Das wirst du nie beweisen können. Leider. Oh doch. Es gibt Beweise. Barbara, bitte. Christoph hat einen Atlatus, Steinfeld in der Hand. Barbara, es reicht. Wir haben einen Abschiedsbrief von Grohr gefunden. Mit den Fingerabdrücken Gregor Steinfelds drauf. Na und? Wenn er vor Gericht steht, wird er mit der ganzen Wahrheit rausrücken. Und du bist dran.